So, guten Morgen miteinander. Es ist jetzt 6:30. Schönste Wetter, noch ein bisschen kalt. Aber richtig geil. Schau das mal an. Einfach nur geil. Ja. Ich habe festgestellt, 3. August 2020 habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet. Der Grundgedanke war ganz banal. Ich bin vor 17 Jahren das letzte Mal Velo gefahren. Habe im Mai 2020 im Lockdown mein altes Velo zum Keller rausgeholt, einfach, dass ich Bewegung bekomme. Nur im Büro hocken, Homeoffice, ist nicht weitergegangen so. Also habe ich das Velo vorgenommen, bin die ersten Home Trails gefahren, hat Spass gemacht, es hat mich richtig gepackt. Im August 2020 bin ich das erste Mal im Bikepark mit dem alten Velo auf Flumserberg, das ist tipptopp gegangen. Und dort habe ich gedacht, hey komm, du könntest eigentlich eine Kamera kaufen, einfach aus Spass. Das habe ich dann auch gemacht. Eine Woche später bin ich dann nochmal gegangen in Flumserberg und habe mein erstes Film gemacht. Dort war mein Bruder Andi dabei. Es war richtig ein geiler Tag, es hat Spass gemacht. Und dann ist die Frage für mich, ja, was mache ich mit dem Film? Irgendwo auf eine externe Festplatte legen, dann liegt es dort, ihr kennt das selber. Schau es nie mehr an. Also dann gut, schneidest du etwas zusammen aus dem ganzen Filmmaterial und machst einen YouTube-Kanal. Und so kannst du immer mit denen, die biken, die können das auf YouTube schauen. Das war mal der Grundgedanke. Im Fokus ist immer das Biken gelegen. Das Biken, um das ist es gegangen, das macht Spass. Der Ausgleich neben dem Arbeiten ist mir sehr wichtig. Oder immer noch. Genau. Dann YouTube-Kanal hat sich nicht viel bewegt. Ich bin dann im nächsten Bikepark und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das Velo nicht mehr langt, dass das einfach mit dem Federweg und allem einfach nicht mehr passt. Ich habe angefangen zu mieten und habe in der Lenzerheide kurz darauf schon so das erste Highlight gehabt. Ich bin mit Fabian Rödiger unterwegs und habe den Lukas Knopf getroffen. Und wir konnten dann für ihn filmen auf dem riesen Jump auf der North Shore Line. Und das war natürlich cool, gerade so eine Größe zu sehen und noch 2-3 Worte bei dem Wechseln. Lasst euch kurz das Film sehen. Dankeschön. Also ich habe selten so einen geilen Sprung in einem Bikepark gesehen. Also es gibt definitiv große Sprünge in Bikeparks, aber der ist halt zudem auch noch vergleichsmäßig steil und kickt einen halt so gut nach oben. Da der Sprung ja so gut geht, denke ich, dass auf jeden Fall auch eine Kombo möglich ist. Die 2 Schweizer Jungs, die gerade jetzt noch am Ende im Video waren, die filmen mit dem Handy von außen. Yes! Yeah! Fett! Aber der Sprung ist auch einfach dafür gemacht. Dankeschön. Wenn es für dich zufriedenstellend ist, dann bin ich froh. Schau mal rein. Das war natürlich schon eine geile Erfahrung. Danach bin ich noch in 2-3 anderen Bikeparks und habe gemietet und habe dann schnell gemerkt, dass mit dem Mieten ist keine Lösung, ich muss ein Bike haben. Ich habe lange gesucht und lange überlegt, Downhiller, Enduro, ihr kennt wahrscheinlich alle die Problematik. Ich habe mich dann für ein Enduro entschieden, allein, dass ich auf die Home Trails fahren kann, einfach, dass ich ein Bike habe, ein bisschen für alles, weil es auch finanziell nicht Option war, gerade 2 Bikes zu kaufen. Ja, so ist es weitergegangen. Im November Oktober dann noch der erste Sturz mit dem alten Bike. Dort habe ich aber kein Film mehr gemacht, dort habe ich nur ein Foto. Und ja, im Winter ein bisschen Home Trails gefahren. Im YouTube-Kanal hat sich nicht viel bewegt. Muss ich sagen, es hat immer ein paar Abonnenten dazu gegeben, aber vom August bis im Dezember wahrscheinlich etwa 37 Abonnenten. Es ist nie im Hauptfokus gelegen und es war mir auch klar, dass mein YouTube-Kanal nicht ein riesiger Kanal wird werden. Aber trotzdem fängt man an zu merken, dass wenn man einen YouTube-Kanal hat, natürlich will man das Video geschaut werden und natürlich will man, dass die Abonnenten dazukommen. Genau. Ja, aber es ist wie es ist und im Januar dann trotzdem mit der Home Trail immer wieder mal ein Video gemacht und dann hat es angefangen anzuziehen. Man hat aber auch angefangen ein bisschen im Netzwerken, man hat im YouTube geschrieben mit anderen Kanälen, man hat auf Instagram geschrieben mit anderen Kanälen, man hat sich austauscht.
wie macht ihr das, wie macht ihr das. Ich bin auch angefragt worden. Ich habe zweimal meinen Kanal rebrandet, was nicht die beste Idee war, aber aus meiner Sicht die einzigste Option. So wie es jetzt ist gut. Darum haben wir wahrscheinlich auch noch das ein oder andere alte Film, wo ein anderes Logo ist oder ein anderer Name drin ist. Das war alles so ein bisschen Herausfinden, wo ich von Anfang an nicht gewusst habe, wo ja, ein Learning drin ist. Und das ist auch okay, finde ich, für mich ist okay. Im Januar dann hat es langsam gestartet, das neue Bike. Es hat immer mehr Abonnenten dazugekommen, immer mehr Views bekommen. Das macht natürlich Spaß. Das ist wie eine Belohnung für die Arbeit, für den Aufwand. Ich meine, die ersten Filme, man macht das Beste daraus, man weiß es nicht besser. Und ist für mich schon richtig cool gewesen, zu merken, okay, die Videos werden immer mehr geschaut. Das ist so eine Bestätigung, dass sie sicher nicht schlechter werden. Selber merkt man, dass die Skills besser werden. Auch wenn, ich sage jetzt mal, ich das Gefühl habe in meinem Alter, dass wahrscheinlich langsamer die Schritte kleiner sind als bei einem Jungen. Aber das ist okay für mich. Immer noch steht der Spass im Vordergrund. Und somit hat sich aber im Januar eigentlich eine schöne Kurve aufgezeigt. Bis jetzt sind wir im August 2021 mit über 400 Abonnenten. Und für das wollte ich euch vielmals danken. Für den Support, fürs Schauen, fürs Kommentieren. Die super Kommentare, die ich bekomme, die unterstützen und pushen mich natürlich zum Weitermachen. Das macht Freude. Es sind wirklich jetzt zwei Hobbys. Einmal YouTube und Film schneiden, Instagram, das Ganze auf einem Level zu heben und andererseits natürlich das Bike, das im Vordergrund steht. Und das ist ein super Ausgleich zu meinem Alltag. Vielen Dank für das, wirklich, das schätze ich sehr. Und ich finde es super, mit euch zu netzwerken und ich freue mich auch, wenn ich den einen oder anderen von euch auf dem Trail sehe. Ruft einfach, seid nicht böse, wenn ich euch nicht gerade erkenne. Ihr wisst selber, wie schwierig es war, wenn alle einen Helm haben oder noch so eine scheiß Maske im Bändchen. Ja, das ist so sind so ein bisschen meine Erfahrungen gewesen. Es hat Hoch und Tief gegeben. Es gibt schlechte Tage, definitiv. YouTube ist Arbeit. Und zwar nicht, also bei mir ist es jetzt nicht Arbeit, um irgendwas zu erreichen. Natürlich habe ich Freude, wenn die Abonnentenzahl steigt. Und natürlich habe ich auch das Ziel, so die magische 1000. Ich denke, es geht vielen so, das ist definitiv das Ziel, dort weiterzukommen und Filme auf einem gewissen Level zu haben oder noch zu verbessern und vor allem meine Skills zu verbessern. Ich habe definitiv meine Highlights gehabt. Ich habe Leute kennengelernt. Ich habe zum Beispiel den Darren auf YouTube kennengelernt. Den Kanal blende ich oben ein. Ein super Typ. Wir haben auch schon ein paar Filme miteinander, beziehungsweise wo er drauf ist. Es ist wirklich ein cooles Publikum, die Biker. Sie sind hilfsbereit, sie helfen, geben die Tipps. Und mir war es am Anfang sehr wichtig. Der Roman, den ihr auch in dem einen oder anderen Video gesehen hat mir sehr viele Tipps geben, hat mir zeigen, hey, schau da, mach gescheiter so. Aber alles immer auf einer Empfehlungsbasis, was ich wirklich cool finde. Und weil jedem liegt es irgendwo anders. Jeder macht es ein bisschen anders. Und ja, ich denke, das ist noch wichtig. Ja, jetzt habe ich glaube genug geschnarrt. Das reicht, glaube ich, für heute. Ich danke euch nochmal vielmals für eure Unterstützung. Bleibt dran. Kommentiert weiter so, es macht mega Spaß und unterstützt. Ich nehme jetzt mal noch schnell mit. Schaut euch das mal an. Schon geil, he? Ja, ich denke, ihr werdet sicher noch sehen, wenn ich jetzt hier in das kalte Wasser komme. Und natürlich mache ich das für euch. Vielen Dank für euren Support. Bleibt dabei. Mal schauen, was uns alles noch erwartet in Zukunft.